Wir sind in der wahrscheinlich größten Halle für einen Anbieter, eine ganz große Markengemeinschaft, die hier drauf ist. Knaus Tabbert, die hier ist, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und sie ist wunderschön architektonisch ein Hingucker. Wir haben hier Spannholzbalken obendrauf. Ihr habt Licht von absoluten Vollprofis setzen lassen, sodass diese Fahrzeuge hier wirklich wie Models stehen. Ja, ich grüße dich, Stefan. Du bist der Pressesprecher von Knaus Tabbert, korrekt? Richtig, genau. Und wir haben in der Tat, du hast es schön gesagt, die größte Halle der Messe, die Halle 10. Wir waren jahrelang in der Halle 2. Wir konnten uns hier mit dieser neuen Halle vergrößern. Und das genießen wir auch, weil wir haben weit über 100 Fahrzeuge, die hier ausgestellt sind. Von unseren 4 Marken. Wir haben ja Knaus, Weinsberg, Tabbert und Tab, die Wohnwagenmarke, und unser Vermietservice Rent and Travel ist auch hier in der Halle 10. Hier sind wir jetzt im Knaus-Bereich bei den Reisemobilen. Hier ist ein relativ kompakter integrierter, der Van E heißt der bei uns bei Knaus, das ist der 550. Der ist also roundabout 6 Meter lang. Der ist total schön. Ist ein integrierter, der natürlich schon so die große, weite Welt bietet. Ne? Das ist ja so die Krönung, die Königsklasse. Und hier geht der Luxus schon los. Aber hier geht es noch weiter und da wird es dann richtig fett. Ja, wir schauen ganz kurz nur mal rein, dass wir also nur mal sehen, hier haben wir ein Längsbett zur Liegewiese, eine schöne klassische Sitzgruppe, so wie man sie kennt, ist ein großes Bad dabei. Wir sind auf 6 Meter und... Ich muss mich korrigieren, das ist der 650 MEG, das heißt, wir sind bei 7 Meter ungefähr. Aber du siehst halt, du kannst... Er wirkt aber sehr kompakt, ich muss dir recht geben. Und zwar, weil das Fahrzeug so tief ist. Und das ist das, was die Leute wollen. Also ihr habt ja auch die Liner-Klasse, da geht noch mehr. Aber hier haben wir ein sehr tiefes Fahrzeug. Besonders praktisch, wenn du auch einen Campingplatz haben möchtest. Zum Beispiel in Ländern, wo es nicht so witzig ist. In Frankreich zum Beispiel. Die Franzosen campen ja gern. Und wenn du da mit 4 Meter Höhe reingehst und ich sag mal 12 Meter Länge oder 10 Meter oder 8 Meter, das ist 6,50 Meter, sehr kompakt. Also der Vorteil von dem Fahrzeug ist halt, dass es wirklich ein kompaktes Fahrzeug ist und es ist ein integrierter. Ja? Also wir sind in der Größenordnung von einem Teilintegrierten, aber es ist natürlich was anderes, weil hier siehst du ja auch schon riesen Heckgarage, aber auch das ganze Fahrzeug. Im Grunde genommen, ich erkläre es immer so, bei einem Teilintegrierten siehst du ja immer noch das Fahrerhaus und die Türen vorne vom Basishersteller. Aber beim Integrierten ist halt alles von uns. Ja? Wir bauen das ganze Haus. Und hier haben wir jetzt das Topmodell bei Knaus, das ist der Sun-E 900, in dem Fall LEG. Das heißt also, der hat eine L-Sitzgruppe, Einzelbetten und eine Heckgarage. Das ist ein Dreiachser. Das ist ein Fahrzeug, das ist große, weite Welt bei Knaus. Hier kannst du also wirklich von einem 3-Zimmer-Haus sprechen, weil du mit Türen zum Beispiel den Schlafbereich vom Badezimmer und das Badezimmer vom Wohnbereich abtrennen kannst. Ja, es hat sogar einen leichten Doppelboden, habe ich gesehen. Ihr hattet das letzte Mal eine ganz spezielle Toilette, hattet ihr drin, einen leichten Doppelboden? Das hat sogar einen richtigen Doppelboden, einen echten Doppelboden mit Stauraum, mit Platz für alle Tanks und so weiter, die dann natürlich auch super beheizt sind. Wir reden also hier davon, dass das Fahrzeug selbstverständlich voll wintertauglich ist. Und wir haben eben auch wieder das Thema, schön, dass du es zeigst, zentrale Serviceklappe, wo die wesentlichen Bedienelemente, Frostwächter, Stromanschluss, Frischwasser auffüllen drin sind. Das ist ein richtiger Liner hier, also praktisch ein flacher Liner, ne? Hier geht der Liner los und das Ganze schon bei knapp roundabout 125.000 €, wobei natürlich nach oben immer noch ein bisschen Luft ist. Das ist ein Dreiachser. Hier zum Beispiel sehr schön, das muss man zeigen. Die Alus. Das sind Knaus-Felgen, die haben wir selber gestaltet. Die lassen wir fertigen für unsere Fahrzeuge. Gibt es in mehreren Versionen, poliert und verleihen. Mir hat mal ein Designer gesagt, die Felge ist wie die Krawatte eines Mannes. Das ist so das kleine i-Tüpfelchen am Fahrzeug. Und ich finde, unsere Felgen machen das Auto so richtig rund. Ja, das ist so Borbett und so. Das ist denn, ich meine, das ist jetzt kein Rennwagen, was wir haben. Die Garagen, die sind auch wirklich ganz wichtig zu erwähnen. Die Doppelachse, da hast du Traglast hier drin. Und die Zuladung bei euch ist sensationell bei den Autos. Absolut. Und ich sage immer, das ist die weltweit einzige Heckgarage mit eingebautem Echo. So groß ist die. Wenn du da Hallo reinrufst, dauert es 3 Minuten, bis es wieder zurückkommt.
Ja, ihr habt viele schöne Details hier drin, wie zum Beispiel eine gute Holzverarbeitung mit vielen Staufächern, die gleich integriert sind. Hier brauche ich kein Stauraumsystem, sondern da, ich sag mal, kann ich viel mitmachen. Viele Dinge sind natürlich auch direkt integriert, wie hier die Kurbel, die hat einen festen Platz. Genau, die Kurbel hat einen festen Platz für die Markise, aber was ich viel spannender finde, ist, wir haben waagerecht Verzurösen und Transporthalterungen, aber natürlich auch senkrecht. Ja? Das heißt also, ich kann nach oben und unten, nach rechts und links mein Gepäck, meine Pedelecs und was ich mitnehme, absichern, ohne dass mir das da hinten in der Heckgarage umherfliegt und das Gepäck oder das Fahrzeug beschädigt. Die Fahrzeuge werden hier bei uns gebaut in Deutschland? Die Fahrzeuge, dieser wird in Jandelsbrunn in unserem Hauptwerk gebaut. Wir haben ja 4 Standorte. Jandelsbrunn ist das größte Werk. Wir sind mittlerweile fast 2000 Mitarbeiter, haben in Jandelsbrunn 2 Reisemobilbänder und 3 Wohnwagenbänder. Wir machen den Möbelbau selber, wir machen die Bodenplatten, Seitenwänden, Dächer. Das wird alles bei uns im Werk komplett selber hergestellt. Und was man hier jetzt leider nicht sehen kann, du zeigst jetzt gerade schon den Innenraum. Ich komme mal runter. Bei Knaus ist es immer so, die Möbelteile sind nie nur verschraubt, sondern es gibt immer auch ein formschlüssiges Element, nämlich vulgo ein Holzdübel. Zu was führt der? Mehr Stabilität, weniger Geräusche und mehr Solidität und mehr langlebige Haltbarkeit. Ja, 196.174 € kostet er, wie er hier steht. Das Schöne ist natürlich, man kann ihn sehr schön ausstatten. Hierbei, wenn man hier reinschaut, das ist wirklich, wie du gesagt hast, eine 3-Zimmer-Küche-Bad, oder? Das ist nicht nur ein rollendes Apartment, ich würde sagen, das ist ein kleines Schlösschen auf Rädern. Ist das wirklich nur ein Knaus hier, in dem wir drin sind? Absolut, das ist wirklich Knaus. Und wenn du dir das jetzt mal so anschaust, die Blickachse, jetzt stehen wir ja hier in der Küche. Ich kann ja noch 2 Meter nach vorne laufen und kann mich da auf die Captain Chairs Sitze setzen. Dann habe ich eine Blickachse von, was sind das, 6 Meter? Das reicht nicht. Das Coole ist dieses sensationelle Fiat-Fahrwerk, muss man wirklich sagen. Ihr habt da eine Fahrstabilität in Verbindung mit diesem Tiefrahmenchassis, was da ist. Das muss man gefahren haben. Der hat so viel Power, dass es muss nicht immer der Mercedes sein. Die Leute sollen wirklich mal eine Probefahrt hier mit machen. Die sind begeistert, wie leise die sind. Da habt ihr auch nochmal einen Einfluss beim Vollintegrierten auf, oder? Ja, natürlich. Die Fahrzeuge sind natürlich auch nochmal akustisch entkoppelt. Und ich merke schon, du hast ja viel mehr Ahnung als ich. Du kannst das ja viel besser erklären. Aber was ist an dem Fahrzeug besonders? Wir haben hier eine Automatik verbaut. Das passt natürlich zu dem Reisecharakter dieses Autos sehr, sehr gut. Und was mir persönlich gut gefällt, ist, wir haben ein großes Navigationssystem und das Head-Up-Display, das dir als Fahrer zum Beispiel die aktuelle Geschwindigkeit, aber eben auch den Navigationskurs einspiegelt, direkt im Blickfeld. Und wenn du da links guckst, dann siehst du da elektrische Fensterheber, damit du natürlich auch dein Parkticket ziehen kannst. Und wir haben hier auch eine Nivellieranlage drin, die fernbedienbar ist. Das ist schon... Der stellt sich selber gerade, das ist also interessant. Die Polster hier, ihr wollt es wirklich wissen, oder? Das heißt also, in der Vertikalen ist es ja schon fast ein Angriff auf die große Premium-Marke hier. Aber das sind ja eigene Zielgruppen. Die große Premium-Marke baut höhere Fahrzeuge. Etwas anders hier. Hierbei bin ich immer noch relativ flach und komme in südlichen Ländern etwas besser durch. Ja, wir haben natürlich, das ist der Unterschied zu anderen Anbietern. Wie gesagt, du kommst bei uns von 13.000 bis 750.000 wirst du glücklich. Das ist jetzt hier, wie gesagt, ein Fahrzeug, das liegt so Basis ab 150. Hier ist es jetzt ausgestellt, würde ich mal sagen, 190.000 € roundabout. Und natürlich ist dann da Echtleder und solche Ausstattungsmerkmale sind nochmal Möglichkeiten, das Fahrzeug zu individualisieren. Und da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel. Was hier sehr spannend ist, ist auch die Lichtinszenierung. Ist sie jetzt auf sehr hell, aber da gibt es ganz, ganz viele Situationen, die du abspeichern kannst für bestimmte Stimmungen, um dein Fahrzeug in ein milderes, sanfteres Licht zu tauchen. Ja, Doppelboden. Was ist das? Hier? Das ist nochmal ein Bereich, der, wenn wir jetzt Zündung hätten, könnte ich dir da den Fernseher elektrisch rausfahren. Aha. Okay. An der Stelle habe ich jetzt gesehen, bei einem Modell, sogar bei den Linern, die haben es realisiert. Man sieht hier hinten, du hast ein richtiges Raumbad mit drin. Also das ist das Flaggschiff, was ihr habt? Das ist das Flaggschiff bei Knaus. Und wer noch mehr will, der geht dann bitte schön zu Morelo. So, und das sieht man hier. Also du hast eine große Dusche, Echtglas.
Ja, du hast das Bussystem wieder drin, was auch die ganz Großen noch nicht haben, muss man sagen. Das heißt, ihr testet also das so lange aus, von Schritt zu Schritt, bis es perfekt funktioniert. Ich nehme an, es hat von Anfang an funktioniert. Das heißt, du kannst von überall die Lichtszenarien auch dimmen. Das ist ganz wichtig. Genau. Wir haben also bei Knaus sehr früh damit angefangen, eine eigene Lichtsteuerung, eigene Schalter, eigene Piktogramme zu machen. Und der Vorteil von dieser Steuerung ist immer, du kannst neben Aus ein jede Lichtfunktion immer auch durch länger gedrückt halten, dimmen in Richtung hell oder dunkel. So, die Fahrzeuge, das sind eben auch so die Kleinigkeiten, die dann sozusagen den Standard vom Besseren unterscheiden. Ne? Die Fahrzeuge haben ganz interessante Wohnwelten. Du sprichst ja hier von einem fertig eingerichteten Apartment. Da sind Designer dran, Architekten. Das hier ist ein Haus auf Rädern. Du kaufst ja alles fertig eingerichtet. Dieses dunkle Holz hier, dieses relativ dunkle, sage ich jetzt mal, steht dem Fahrzeug unglaublich gut. Ich kann mir vorstellen, dass die Fans fürs dunkle Holz, wenn das gut gemacht ist, ja, die sind noch nicht gestorben, oder? Es ist immer so, es ist immer wie immer eine Geschmacksfrage. Natürlich gibt es Variationsmöglichkeiten, aber wie gesagt, gerade hier so eine Messe ist ja für uns auch immer ein schöner Spiegel, weil wir hier die Gelegenheit haben, mit unseren Endkunden in Austausch zu treten und auch ein Feedback zu bekommen. Ja, wir bekommen also hier direkt die Rückmeldung, das habt ihr toll gemacht, das habt ihr weniger toll, das könnt ihr vielleicht noch ein bisschen oder das gefällt uns super. Ja. Und das nutzen wir natürlich auch. Wir machen ja auch Kundenbefragungen, wo wir dann eben wirklich nochmal abfragen, wie schaut's aus? So, und das ist ein großes Bett. Dann gehen wir gleich mal weiter. Ganz viel Details. Man könnte hier locker mal 1-2 Stunden filmen, aber schaut euch die Fahrzeuge selber an. Ihr habt ein dichtes Händlernetz von Knaus? Ja, wir haben weltweit über 450 Händler und wir haben eben Händler, die seit 40, 50, 60, 70 Jahren unsere Partner sind. Bei Tabbert feiern wir in diesem Jahr 70 Jahre Jubiläum und das ist der ein oder andere Händler zum Beispiel immer noch an Bord. So, hier ist er. Der 900? Knaus Sun i900. Knaus Sun i900. Und guck mal, wie schön das gemacht ist hier mit dem Silber, Brushed Silber, in Verbindung mit dieser Optik, wo du sogar eine Haptik hast, wenn du über das Holz drüber gehst. 3D-Optik hier in dem Fall. Das kommt wirklich aus dem Möbelbau. Das Ganze muss zudem aber noch leicht sein. Denn ich sag mal, man hat hier Zuladungsreserven. Wir haben das größte Chassis hier, nehme ich an. 5 Tonnen roundabout, oder? Genau, wir haben hier auf jeden Fall sind wir über der 3,5 Tonnen Klasse. Aber nichtsdestotrotz, du hast ja an der Heckgarage gesehen, hier gibt es viel Stauraum und viel Zuladung. Gleichwohl ist aber eins unserer Kernthemen natürlich der Leichtbau, weil das natürlich sparsamere Fahrzeuge macht und den Kunden mehr Zuladung erlaubt. Ja, ist interessant. In Amerika, wo immer alles so schwer sein durfte, wie es sollte, die gucken ganz neidisch nach Europa rüber, wo Leichtbau jetzt ein Megathema ist. Habt ihr irgendwas zu tun mit Amerika? Ich frage mal so Knaus Tabbert. Wir konzentrieren uns im Wesentlichen auf den deutschen Markt. Wir sind eine sehr deutsche Firma und Europa. Aber nur mal so ein Beispiel. Wir sind Marktführer bei Wohnwagen in Korea. Echt? In Südkorea, genau. In dem Südkorea, wo die Boybands sind, seid ihr Marktführer für Wohnwagen? Ist genau, wo der K-Pop zu Hause ist, sind wir Marktführer. Und die Girlsbands. Genau. Krass, habe ich gar nicht gewusst, das ist so. Du weißt zufällig, dass Puki in Korea Marktführer ist für Roller. Nein, für Tretroller für Erwachsene. Das ist ganz, ganz krass. Also, dass viele Chinesen importieren Made of Germany, also Made in Germany, damit sie die Qualität auch mal genießen können. Und es ist nicht immer so, dass eine Kopie immer gleich ist. Du musst genau hinschauen, wenn man A mit B, ich sag mal, irgendwie vergleicht. Und du empfiehlst doch bei so einer Messe einen Tag für diese Halle, selbst einen Tag für die Halle langt nicht, wenn du dich umfassend informieren willst und dir jedes Produkt einfach mal wirklich haptisch anschauen, genießen möchtest. Ja, man sollte Zeit mitbringen, oder? Absolut. Also Halle 10, 14.000 Quadratmeter, das ist schon ganz beachtlich. Ich weiß nicht, was es in Fußballfeldern bedeutet, aber wir haben 4 Marken hier. Wir haben ganz, ganz viele interessante Produkte, ob es der Wohnwagen ist, ob es der Campervan ist, ob es die Reisemobile sind oder, wie vorhin gesehen, die neue Klasse CUV, der Tourer CUV auf VW-Bus. Ich habe mal gerade hier so eine Spiegelung im Display gemacht. Hast du gesehen, wie das aussieht? Guck mal hier durch das Display mal durch. Die Felgen. Das ist, guck mal hier, dieses Lichtspiel. Sehr liebevoll gemacht. Ich finde es faszinierend. Mir gefallen die unheimlich gut. Ist ein Eigendesign, sind unsere exklusiven Felgen für die Knaus-Fahrzeuge. So, und hier, ja, Live-E, ein ganz tolles Fahrzeug. Wir gehen mal ein Schrittchen weiter. Knaus ist ein wirklich Hersteller
der einen unglaublichen Markennamen hat. Und das ist nicht nur die Qualität, die dann gut ist, sondern natürlich auch das Feeling. Ihr habt Fangruppen, ihr habt Ausstattungsvarianten, zum Beispiel bei Weinsberg Pepper. Da hat man ganze Clubs, die dann fahren. Ja, das ist ja auch eine Marke von euch. Aber Knaus, wie würdest du das einordnen innerhalb der Tabat-Serie? Es gibt ja Weinsberg und Knaus. Ist das so wie BMW und VW oder kann man das nicht sagen? Oh, das ist ein gutes Beispiel. Wenn man also sich zum Beispiel Volkswagen AG anschaut, dann hat die ja einzelne Marken drunter. Wenn wir das jetzt mal kühn vergleichen, dann ist Knaus Tabat die Dachmarke und Knaus ist eine Marke davon. Und es ist im Grunde genommen so ein bisschen wie der Volkswagen, ein bisschen teurer, aber dafür eben auch qualitativ sehr, sehr gut. Innovation und viel großes Angebot, Individualisierungsmöglichkeiten. Was haben dann die anderen Marken so als Merkmale von euch? Weinsberg ist im Grunde genommen, für den Laien gesprochen, ist das dann Skoda. Also Great Value for Money, ja. Bisschen an die jüngere Zielgruppe, viele Familiengrundrisse und immer mit einem ganz spitzen Bleistift kalkuliert. Das ist so. Und wahrscheinlich etwas weniger Varianz, die dann vielleicht mal zu haben ist. Das ist so. Knaus ist aber, wenn man das so sagt, die Marke gibt es seit 1962 und das ist eine der bekanntesten Marken. Und ich freue mich immer, weil es ist auch eins der stärksten Markensymbole, nämlich die beiden Schwalben. Die kennt jeder. Ja. So, wir schauen mal ganz kurz. Das ist ein absolutes Hammerprojekt, was ihr da, ich glaube vor einem Jahr wurde das gelauncht. Genau, wir haben vergangenes Jahr vorgestellt den Tourer CUV, ebenfalls auf Bulli 6.1, sozusagen ein mehr oder minder klassischer Teilintegrierter, aber eben auch da wieder der Clou mit dem variablen Flexbad, mit dem variablen Schlafzimmer. Man sieht das schon, der Einstieg ist im Heck, das erinnert mich stark an Wohnwagen wahrscheinlich von der Aufteilung. Ich darf mal ganz kurz hier mal reinschauen, dass wir da mal sehen, du hast hier ein Hubbett mit drin, du hast das Bad hinten, der Kleiderschrank hinten, so ein bisschen eine Mischung aus Wohnwagen und Wohnmobil, oder? Das ist eine interessante Mischung, weil wir haben hier zwei verschiedene Grundrisse. Es gibt ein Heckbett quer und das ist der sogenannte 500 LT. Wofür steht das? Das L steht für die L-Sitzgruppe vis-à-vis. Ja? Achso, face to face. So, und hier ist jetzt das Schöne, auch hier kann ich das Dach wieder an diesen Mehrgelenkscharnieren Schiebehub nach vorne schieben, habe dann die volle Sitzhöhe hier vorne, kann also mit 5, 6 Leuten hier vorne ganz bequem sitzen. Die Fahrerhaussitze lassen sich ja drehen und wenn der Abend vorbei ist, dann ziehe ich einmal hier und 2 Sekunden später ist mein Bett komplett gebaut. Und auch hier habe ich, interessant, Badezimmer im Heck, Küche im Heck, Stauraum im Heck. Ich habe hier auch einen direkten Zugang zur Außengarage, wenn man hier reinschaut. Das heißt, hier kriege ich auch mal ein paar Skier oder ein Fahrrad hochkant rein. Und auch das ist ein Fahrzeug, das sehr, sehr kompakt unter 6 Metern ist, auf dem VW Bulli 6.1 und für 2 Leute mehr als genügend Platz bietet und alle Features, die du in einem Reisemobil haben möchtest. Ja, sehr, sehr pfiffig ist das Schwenkbad mal wieder hier. Zeig mir das mal einmal ganz kurz, weil die Dusche fehlt meistens im Bulli. Genau. Und wir haben ja hier fast Bulli-Maße, bitteschön. Genau, das heißt, wir haben hier jetzt im Grunde genommen ein großes, geräumiges Badezimmer, wo ich mich auch auf der Toilette zurückziehen kann. Und wenn es ans Duschen geht, entriegel ich hier einmal und kann jetzt die Dusche komplett wasserdicht zur Toilette hin abgrenzen. Habe hier dann auch eine wasserdichte Dusche. Ein Bulli, überleg mal. VW Bulli, genau. Das ist toll, ja. Die große Küche ist natürlich auch ganz entscheidend und man muss es immer in Relation setzen zu wirklich dem Klassiker, dem VW California, der natürlich eine andere Anwendung hat, muss man sagen. Der ist noch kompakter, ist ein bisschen tiefer. Da habt ihr ein neues Produkt, haben wir ein eigenes Video gemacht, können wir gleich mal gucken, wie das ist. Das ist noch tiefer, noch kompakter, noch innovativer und ihr müsst schon viel anbieten. Also diese Varianz, die ihr habt, du weißt ja selber, in Amerika große Hersteller 10.000, 20, 30, 40, 50.000 Einheiten und so. Und ihr baut ja da nicht Hunderttausende von einem Typen. Wie kann man denn sowas finanzieren, dass ihr so eine Varianz in der Fertigung und in der Vielfalt habt? Ja? Und das noch zu diesen Preisen? Innovation ist unsere DNA. Wir können gar nicht anders. Wir müssen immer was Neues zeigen und was andere nicht machen. Hier in der CUV-Klasse sind wir jetzt völlig neu unterwegs bei diesem Tourer-Van hier. Und natürlich ist das eine hohe Taktzahl, die wir da vorlegen, aber es geht natürlich auch darum, Abläufe, Prozesse, Synergien
Das heißt, eine wirtschaftliche Fertigung. Und wenn man das ordentlich durchplant, dann kann man eben auch mit vielen Varianten ein breites Angebot machen. Und darum geht es ja. Sehr schön. Komm, wir gehen mal weiter. Denn der Stand ist groß und wir haben gesagt, wir machen mal einen Rundgang. Wir werden ihn kurz gliedern in die einzelnen Markenwelten, die wir haben. Knaus hat auch Wohnwagen, ich frage mal so keck. Genau, wir haben auch Wohnwagen, das machen wir auch schon. Ich glaube, ihr habt damit angefangen, oder? Genau, der Helmut Knaus hat mal angefangen mit dem Schwalbennest und ich habe bei mir im Bestand sogar ein Schwalbennest von 1961. Eins der ganz frühen Modelle, ein sehr, sehr kleiner, kuscheliger Wohnwagen. Viele sagen, der ist so ein bisschen wie das Dübener Ei, also ein sehr kompaktes Fahrzeug. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, in den 60er Jahren, da waren die Autos natürlich auch kleiner und da konntest du jetzt auch nicht so riesengroße Wohnwagen dranhängen. Sowas gab es noch gar nicht. Also Knaus hat eine lange, lange Historie, wie übrigens der Tabbert auch. Und wir bauen schon seit über 70 Jahren Wohnwagen und die Erfahrung spürst du natürlich auch. Jetzt sind wir hier in der teilintegrierten Abteilung, ein sehr interessantes Fahrzeug hier. Warte, ich zeige das mal gerade von vorne, denn immer mehr Hersteller bauen auf MAN respektiv Crafter auf. Und das Fahrzeug hat natürlich auch ein bisschen, muss man sagen, ist wahrscheinlich auch der Pandemie geschuldet, dass also viele Hersteller gesagt haben, wir brauchen mehr Varianz bei den Basisfahrzeugen, die da sind. Es muss nicht immer nur der Mercedes, der Fiat oder irgendwas anderes sein. Der kam wie gerufen und ich habe mal moderiert, du kannst mich korrigieren, der Service von MAN ist, glaube ich, unglaublich. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, das ist der große LKW-Service, den du hier kriegst. Richtig. Wir haben schon vor Jahren angefangen zu diversifizieren und ich sag mal die Monokultur Fiat ein bisschen aufzuweichen. Mittlerweile haben wir MAN, Volkswagen, Mercedes, Ford und Fiat im Angebot. Hier haben wir jetzt den Van Wave auf MAN und du hast es richtig gesagt, wir haben eine Service-Kooperation mit den Servicestationen. Die sind von uns speziell für Reisemobile und Wohnwagen geschult und können also das gesamte Spektrum an Reparaturen und Service abdecken. Und die haben einen 24/7 Service und das macht sehr, sehr viel Freude, weil wir kennen es alle, der Händlerbetrieb ist ganz häufig so stark ausgebucht, dass es manchmal schwierig ist, zeitnah einen Termin zu bekommen. Und da ist natürlich eine Entlastung über die MAN-Servicepunkte. Das sind ausgewählte Servicepunkte, die man aber auf den Markenseiten bei uns auf knaus- und weinsberg.com findet. Na, da gibt es eine Händlersuche und eine Service-Wartungssuche und der in der Nähe ist von meiner Postleitzahl, der wird dann angezeigt. Und das hilft natürlich, um den Service, die Wartung rechtzeitig noch absolvieren zu können. Ja, auch hier sieht man, dass es, je nachdem wie der Kunde das gerne hätte, ist das Dekor natürlich auch entscheidend für die Optik, die draußen drauf ist. Da habt ihr unglaublich viele Designer, die sich Gedanken machen, wie kann ich Dynamik in das Fahrzeug reinbringen, weil das Fahrzeug sieht optisch natürlich mit dem Grau wunderschön aus. Dann habt ihr hier vorne die Möglichkeit, das hier ist Alu, die Seite? Das ist ein Aluverbund, das ist ein Sandwichbau. Das ist also immer ein mehrlagiger Aufbau, Alu außen, Alu innen. Dazwischen ist eine Isolierschicht, das ist je nachdem, was es für ein Modell ist, XPS oder EPS. Das ist ein sehr gutes Isoliermaterial und auch diese Seitenteile, diese Wände, die bauen wir bei uns im Werk in Jandelsbrunn und auch zum Beispiel in Mottgers bei den Tabbert-Wohnwagen. Aber das ist schön gemacht, ja, mit dem Silber. Also ganz hochwertig außen. Da muss das Ganze ja auch noch wirklich lange halten. Bekomme ich das Dekor nochmal nach? Wahrscheinlich, also so in 7, 8 Jahren? Ja, das klappt schon. Was viel spannender ist, weil du sagst, in 7, 8 Jahren, wir sind die Einzigen in der Branche, die auf unsere Fahrzeuge eine Dichtigkeitsgarantie von 10 Jahren geben. Das heißt, wir garantieren, dieses Fahrzeug ist mindestens 10 Jahre dicht. Ja gut, es hat auch ein GFK-Dach, muss man sagen. Das ist aber nicht nur das. Hier ist vielleicht zu erwähnen, die Dichtigkeit hängt natürlich im Wesentlichen auch davon ab, dass der Kunde zum Service fährt, ja, sich die Aufbauteile ordentlich auch montieren lässt, wenn er was nachrüstet, zum Fachhändler geht, bitte zum Original. Also ich kann es nur oft genug sagen, geht bitte zum autorisierten Händler. Lasst euch nicht von irgendjemand irgendwas einbauen, auch wenn der sagt, das habe ich schon 1000-mal gesehen. Die sind geschult, die wissen das. Ich weiß, dass bei uns in Saarbrücken ist ein Händler, der wirklich auf viele Schulungsmaßnahmen gehen muss,
Denn jedes Fahrzeug ist ein bisschen anders, da gibt es Herstellervorgaben, fängt an beim Heckträger für Fahrräder, den kannst du nicht einfach dran schrauben. Richtig, und deswegen haben wir zum Beispiel bei Knaus Tabbert in Janitzbrunn eine Knaus Tabbert Akademie, wo wir unsere Händler, die Verkäufer, die Servicekräfte schulen, intensiv auf die Produkte direkt original und dort werden unsere Auszubildenden getraint, da werden die Verkäufer getraint und wir haben eine Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer. Die Verkäufer und die Serviceberater absolvieren dann diese Ausbildung und haben einen IHK-zertifizierten Abschluss als Serviceberater zum Beispiel. Also Fachhandel ist wichtig bei hochkomplexen und ja, muss man ja auch sagen, kostenintensiven Produkten ist es immer gut, wenn man da den richtigen Handelspartner und den richtigen Servicepartner. Ja, da sind wir doch schon beim Thema. Wir haben hier eine Marke, die kann man greifen, das ist Made in Germany. Es gibt ein gutes Händlernetz, es gibt unglaublich viele Marken, aber wenn ich lange Spaß daran haben möchte, dann wäre es doch ganz gut, wenn ich Vertrauen zu der Marke bilden kann und wo ich dann wirklich ein großes Händlernetz habe. Der Werterhalt ist ein Mega-Thema. Knaus erzielen, man hat es jetzt leider gesehen, auch im Moment natürlich Höchstpreise auf dem Markt, weil der Brand einfach stimmt. Die sind in den Vermietungen ganz stark verwendet. Also da sieht man, wenn Vermieter darauf zählen, dann kann man davon ausgehen, da geht es ja hart zur Sache. Das sind Erstnutzer sehr, sehr oft. Du kennst das selber. Du willst demnächst mal was mieten. Soll man einen Knaus holen? Knaus, wird dir gefallen? Ja. Ja, wenn wir mal gucken. Und Vermietung weißt du selber, da geht's hart her. Also ganz klar, im Vermietgeschäft geht es natürlich darum, dass ich ein qualitativ gutes Produkt habe, weil ich natürlich als Unternehmer nicht möchte, dass nach jeder Anmietung das Fahrzeug irgendwie erstmal neu saniert werden muss. Das ist wie ein Taxi, also genau. Das muss laufen. Genau, ja, das muss laufen, das muss vermietet sein und wir haben ja einen eigenen Vermietservice, Rent and Travel und by the way, da sind wir der größte Anbieter in Deutschland, was die Anzahl der Fahrzeuge angeht. Achso, ihr habt eine eigene Vermietflotte? Rent and Travel hat über 2000 Fahrzeuge in der Vermietung allein in Deutschland. Und der Witz ist, da sind nicht nur Reisemobile und Kastenwagen, du kannst auch einen Wohnwagen mieten. Sag mal, ist das hier alles Knaus? Durchgehend bis da vorne? Ich wiederhole mich ungern, es sind 14.500 Quadratmeter Netto-Stellfläche. Und wir haben halt die Gelegenheit, hier uns und unsere Marken sehr, sehr schön zu präsentieren. Hier sieht man sehr schön, hier wird laufend gesaugt. Ihr guckt, ihr habt ganz viele Fachberater hier mit drin, Spezialisten. Das ist wirklich in Detail, habt ihr das Ganze durchgeplant. Wer hat denn diesen Stand entworfen? Wer war das denn? Wir haben eine sehr, sehr gute Agentur, die uns da unterstützt. Und wir haben natürlich sehr, sehr erfahrene Kräfte in den entsprechenden Abteilungen, weil das machen wir ja nicht das erste Mal. Messe ist für uns immer ja, wenn man es pathetisch ausdrückt, im Grunde genommen wie ein kleiner Gottesdienst. Ja. Wir haben uns die Möglichkeit, sehr angemessen zu präsentieren, unsere Marken. Wir haben aber auch eben das direkte Kundenfeedback. Hier kommen wir mit den Endkunden in Kontakt und die geben uns hier direktes Feedback. Und das schönste Feedback ist natürlich, sie sagen, den hätte ich gerne, den möchte ich kaufen. So, ganz wichtig ist natürlich IAA, du hast es selber mitbekommen, in München aufgeteilt mit allem drum und dran. Die Hersteller wollen nicht mehr ausstellen, da ist kein Geld mehr da. Die Kundschaft hier sind ganz anders wie Autokunden. Ja, unglaublich viele Dinge, die man sehen muss, und die man anfassen muss. Also es geht gar nicht anders wie hier. Das Konzept hier ist aber aufgebaut, ihr baut den Stand ja zusammen wahrscheinlich mit den Fachhändlern. Sind die Fachhändler vor Ort hier auch? Also wir bauen die Halle. Nein, ich meine in Verbindung mit der Beratung der Fachhändler. Sind ja Fachhändler vor Ort, die beraten? Genau, hier haben wir ausgewählte Fachhändler, die dann auf ihre Rechnung verkaufen. Wir bieten aber sozusagen, wir bauen die Bühne. Das heißt, wir sorgen dafür, dass hier Teppich liegt, dass hier Licht hängt, dass hier Sound ist, dass hier was auch passiert in der Halle. Wir haben ja eine Innovationsbühne, wo wir 3-mal am Tag habe ich gesehen, die ist ganz toll. Der Sound ist Präsentationen haben, einfach um auch ein bisschen noch ein Feeling, ein Erlebnis hier in der Halle zu bieten. Und unsere Fachhändler, weil nochmal, wir sind ein Business to Business. Das heißt, ich verkaufe gar nicht an dich, sondern unser Händler verkauft an dich. Und wir haben hier ausgewählte Händler, die dann eben die Fahrzeuge erklären, die vorher natürlich trainiert werden, geschult werden, dass sie sich mit den Fahrzeugen auskennen und die dann hier die Beratung umfassend gestalten können. Ja, großes Thema sind ja Kastenwagen. Ich selber muss sagen, ich kann das nachvollziehen, warum Kunden auch Kastenwagen kaufen, weil
Es ist so, mit so einem Reisemobil auch teilintegriert, fällst du auf. Das hier ist so vielleicht ein bisschen die sportlichere Variante, kann man das so sagen? Ja, wir erleben das natürlich. Entscheidend ist, was macht der Kunde? Und wir erleben da, es ist ein anderes Nutzungsverhalten. Kastenwagen, wir nennen sie Campervans, sind Fahrzeuge, die sich dann häufig jüngere Pärchen, Singles entscheiden, die auch ein anderes Nutzungsverhalten haben, die vielleicht 3 Tage auf einen Campingplatz fahren und dann weiterziehen, die aber auch spontan am Freitagmittag entscheiden, wir fahren mal kurz runter an den See und haben das Wochenende Spaß und sind Sonntagnachmittag wieder auf dem Rückweg und rechtzeitig zum Tatort zu Hause. Das sind aber auch Aktive, die sagen, wir machen das Wochenende die große Wandertour, die Mountainbike-Tour, die Gleitschirmtour, was auch immer. Man muss also schon sagen, Kundennutzen hier es sind häufig Jüngere, die, sagen wir mal, auch aktiver sind und die mobiler sind. So, sie zeigt das gerade mal. Also das ist jetzt ein Kastenwagen mit wahrscheinlich H3, Superhochdach hier drauf. Schauen wir kurz, Genau, für lange Leute, oder? H3 sein, richtig. Und das wird Schau dir mal die Stehhöhe. 30 sein, das heißt, das ist ein Fahrzeug, der hat mit Sicherheit Längsbetten hinten, richtig? Guck dir mal die Stehhöhe an, im Bad. Du kannst ja als 2-Meter-Mann kannst du dich duschen. Richtig. Das ist ein mega USP. Sie kommt gar nicht an die Decke ran groß. Das ist, also jedes Fahrzeug ist ein bisschen anders. Man muss sich die anschauen, ne? Genau, also darum geht es ja auch letztendlich. Du musst dem Kunden Angebote machen und es gibt Kunden, die legen eben auf viel Stehhöhe, zusätzlichen Stauraum, der natürlich durch die Höhe entsteht. Das sind natürlich meine Deckenschränke ja auch viel höher. Schau Unglaublich, guck mal, wie groß sie sind. So, und da vorne, guck mal hier. Da kann man drin schlafen fast. Genau, da kannst du ja fast noch ein Kinderbett reinmachen. Ne? Also insofern, es geht darum, dass man unterschiedliche Versionen anbietet und am Ende des Tages entscheidet der Kunde und sagt, jawohl, das ist es, was ich haben möchte. Wir haben zum Beispiel ein ähnliches Fahrzeug, das richtet sich an Leute, die mit dem Motorrad in den Urlaub fahren wollen. Das ist der Outlaw von Weinsberg. Da hat hinten eine gasdichte Garage. Darf ich dir was sagen dazu? Es ist eines der meist abgerufenen Kastenwagen-Videos aller Zeiten, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis die Leute fasziniert. Ja. Ich habe ihn ja gefilmt. Erzähl mal, ein bisschen, dass die Leute es vorstellen. Innen eine Garage? Ja, da ist eine Heckgarage, die ist in sich gasdicht abgeschlossen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Enduro-Maschine, meine Zweitaktmaschine da hinten reinstelle, habe ich keine Geruchsbelastung. Du sagst, stinkt. Ne? Das heißt, ich kann trotzdem ohne Dämpfe schlafen. Das ist ein Spezialistenfahrzeug. Der Witz ist, der zuständige Produktmanager, der fährt selber Enduro und sein kleiner Sohn auch. Und der hat sich im Grunde sein Auto gebaut, was er braucht. Und der Witz ist, das nehmen die Kunden an, weil es Kunden gibt, die genau dieses Problem haben. Oder nehmen wir hier das Thema. Das ist ein Hubbett, das in Schienen läuft. Und auch hier haben wir den Vorteil, das Hubbett ist variabel. Das heißt, will ich viel zuladen auf der Fahrt, wandert das Bett nach oben und ich habe einen riesen Stauraum, kriege 2 Pedelecs unter. Und wenn ich am Campingplatz bin, nehme ich die Pedelecs raus, fahre das Bett runter und habe dann auch volle Liegehöhe, möchte man ja fast sagen, und habe genügend Platz im Bett. Guck dir mal an, sie kann drin sitzen. Das ist dieser Wunsch nach Outdoor natürlich, dass jemand, der zum Beispiel Mountainbiker ist, der will seine teuren Fahrräder auch sicher transportiert wissen. Der will auch vielleicht mal hier oben drüber, da gibt es ja unglaublich viel Zubehör, das du haben kannst. Du kannst in den Gardasee fahren, kannst Touren mal ganz spontan machen. Das Ganze ist im Alltag nutzbar. Viele haben aber auch, ich sag mal, diese Fahrzeuge in der Corona-Zeit, in der Pandemiezeit als Geschäftsfahrzeuge unterwegs. Hotels waren nicht da. Das ist so, dass die Finanzämter da sehr flexibel sind. Wenn man zum Beispiel ein Fahrtenbuch führt, dann ist das sehr, sehr schön zu machen. Aber auch Handwerker, die wirklich hier mit auf Montage gehen, was ich ganz oft gesehen habe, und das ist ein großes Kompliment an euch, ist, dass die Begleitfahrzeuge von Schwertransporten ganz oft Knaus sind, Wohnmobile. Hast du das schon gesehen? Nicht. So, sogar mit aufbauten Sonderlichtern hinten drauf, ganz groß. Okay. Knaus Wohnmobile fahren vorne weg, ja, haben eine spezielle Signalisierung. Die Leute schlafen da drin, sie nutzen das multifunktionell. Also auch wirklich im Objektbereich sind die Fahrzeuge angekommen bei euch. Ja. Das ist ja super, sowas sollte man dringend noch weiter ausbauen, weil ich fahre regelmäßig nach Berlin, da hätte ich gern so einen vorne dran. Ach so, damit du schneller durchkommst. Hier sieht man sehr schön, es gibt viele Fahrzeuge, viele Grundrisse. Wie soll der Kunde hier auf der Messe, ich meine, das ist eine der schönsten Messen, nichts gegen Düsseldorf, liebe Daniela Nickel,
Du, Nickels, du wirst das jetzt hier vielleicht auch hören, ja. Ich liebe deine Messe in Düsseldorf, aber dieser Stand, der hier in Stuttgart ist, ja, mit der Halle, mit diesem Volumen, was du hier drin hast, ja, das ist nochmal ein Quantensprung gegenüber eurem Auftritt in Düsseldorf. Ich würde sagen, es ist vergleichbar. Wir haben innerhalb der Messe Stuttgart einen Quantensprung gemacht gegenüber Halle 2. Die hatte, glaube ich, ungefähr 8000 Quadratmeter, wenn ich das recht überblicke. Wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Und jetzt haben wir 14,5. Insofern ist es für Stuttgarter Verhältnisse ist es eine irre Verbesserung. In Düsseldorf haben wir 2 Hallen, die Halle 2 und die Halle 4 und können da uns auch sehr, sehr gut präsentieren. Und insofern kann man es, glaube ich, durchaus vergleichen. Und sind beide. Ich darf Sie mal ganz kurz was fragen. Sie haben gerade das Hubbett ausprobiert. Haben Sie gesehen, dass da ein Hubbett drin ist? Ja, das habe ich gesehen. Ja. Ist das gut? Das sieht gut aus, ja doch, jede Menge Platz. Ja, es ist auch viel stabiler, wie ich sag mal so manche wackeligen Sachen, die man da irgendwie sieht. Aber das hier, ihr habt viele innovative, erstmal vielen Dank. Sie sind wahrscheinlich Schwabe oder sind Sie? Ja. Ja, wir sind ja in Stuttgart, was hier da ist. Ihr habt viele Leute aus Süden hier, oder? Direkt aus Süden? Naja, man darf natürlich nicht vergessen, Baden-Württemberg ist ein sehr, sehr erfolgreiches Bundesland. Stuttgart ist eine gut verdienende Gegend mit großen Unternehmen. Ne? Der Ballungsraum hat mal locker 1,5 Millionen mit dem Speckgürtel. Und wir erleben halt hier auch, das sehen wir ja auch an den Besucherzahlen, die sehr, sehr, sehr erfreulich sind, dass wir einen großen Zuspruch erleben und die Leute sehr, sehr interessiert sind, weil natürlich so eine Messe immer sozusagen einen Gesamtüberblick über die Branche bietet. Wir sind die Nummer 3 in Europa. Wir können also unsere 4 Marken hier toll präsentieren. Aber seien wir ehrlich, eine Messe lebt auch davon, dass alle da sind. Dass ich den gesamten Überblick habe und dass ich auch mal gucken kann, was macht denn die Konkurrenz, wie es so schön heißt, Marktteilnehmer heute. Die waren ja lange nicht da, muss man sagen. Ja, das ist so eine Sache, aber wir bekennen uns zum Thema Messe, weil für uns das einfach, und gerade Stuttgart im Januar ist natürlich auch ein wichtiger Indikator, wie die Saison anläuft, weil das natürlich die erste große Messe in Deutschland ist. Da gibt es ja noch viele, viele Regionalmessen, ob Hannover, Nürnberg, Hamburg, überall gibt es ja noch mal kleinere Regionalmessen, aber die beiden Leitmessen sind natürlich die CMT in Düsseldorf, in Stuttgart und der Caravansalon in Düsseldorf. Und du hast ja angesprochen, dass ihr jetzt in Halle 10 seid. Ist es denn so, dass manche dann sagen, oh, so weit kommen wir gar nicht, weil es gibt hier so viele Hallen, oder sind auch viele, die sagen, nee, wir fangen mit 10 an und arbeiten uns nach vorne? Also was wir feststellen ist, es gibt ja 2 wesentliche Eingänge, Ost und West. Wir sind hier am West. Okay. Früher waren wir am Osteingang. Ja, das heißt, die Leute sind direkt reingefallen quasi vom Osteingang in die Halle 2. Jetzt ist es so, wer in West reinkommt, fällt im übertragenen Sinne in unsere Halle rein. Ja. Wer Ost reinkommt, muss sich bewusst entscheiden, hierher zu kommen. Ja. Aber meine Wahrnehmung, ich bin die gesamte Messe hier, wenn um 10 hier vorne die Bänder aufgehen und die Leute reinkommen, dann ist das wie eine Völkerwanderung, vielleicht ein bisschen kleiner. Und du merkst richtig, also die Leute haben die bewusste Entscheidung getroffen, wir wollen zu Knaus Tabbert und die sind in Halle 10 und da schauen wir uns an, da fangen wir an und dann arbeitet man sich vielleicht auch noch ein Stückchen weiter durch zu den anderen Hallen. Ja, großes Thema ist das Aufstelldach im Kastenwagen. Ihr nennt es ja CUV, ihr habt, glaube ich, diesen Begriff sogar erfunden. Nee, fast, oder? Ja, wir haben da so ein bisschen einen Paradigmenwechsel. Wir hatten in der Tat die ausgebauten Kastenwagen CUV genannt. Und dann festgestellt, dass es eigentlich viel geschickter ist, diesen CUV für die neue Klasse, nämlich unseren auf VW Bulli, zu verwenden. Und wir haben auch mit Blick auf die gesamte Branche uns darauf verständigt, dass wir diese Fahrzeugkategorie, also Vulgo, Kastenwagen, Campervans nennen. Ja? Campervans. Ja, weil das auch so ein Begriff ist. Ich meine, machen wir uns nichts vor, kein Mensch sagt durchsichtiges Klebeband, kein Mensch sagt, gib mir doch mal das weiße Papiertaschentuch. Wir alle wissen, welche Marken gemeint sind. Und Campervans und Kastenwagen sind halt so Begriffe, die auch in der Branche sich etabliert haben. Und insofern haben wir uns dem angeschlossen. Und ja, richtig, das Aufstelldach ist eben nochmal eine ganz, ganz schöne Erweiterung des klassischen Campervan, weil er natürlich aus dem klassischen
Zweischläfer jetzt einen Vierschläfer macht. Und unser Aufstelldach hat ganz, ganz viele Besonderheiten. Das ist ja eine Unterschale, die am Fahrzeugdach befestigt wird und eine Oberschale. Und das Ganze ist natürlich, das ist ein mehrlagiger Kunststoff. Da oben ist aber zum Beispiel Beleuchtung. Das Aufstelldach hängt auch an der Heizung mit dran. Das heißt, hängt an der Heizung? Hängt an der Heizung mit dran. Das heißt, es wird im Winter auch beheizt. Dann gibt es da oben Steckdose. Dann gibt es da oben eine induktive Ladestation für dein Smartphone. Also auch da ist ganz, ganz viel Hirnschmalz reingeflossen in die Konstruktion. Übrigens haben wir natürlich selber konstruiert und entwickelt. Ja, genauso wie diese Sitzbank, die sich auseinanderschieben lässt, sogar mit Distanzstück für die Fahrt. Da muss man viel investieren. Viel wird auch, unglaublich viele Sachen machen auch die Kollegen. Seid ihr auch mit den anderen Kollegen zusammen auch schon mal, trefft ihr euch zu, Treffen, wo man zum Beispiel über die Branche mal ein bisschen diskutiert? Wie geht es weiter zum Beispiel? Naja, es gibt natürlich immer Begegnungen, es gibt immer Möglichkeiten, sich gelegentlich auszutauschen. Wir haben ja einen sehr, sehr aktiven Verband in der Branche, den Caravaning Industrieverband. Da gibt es Arbeitskreise, Technikausschüsse, Kommunikation, Öffentlichkeitsausschuss. Da gibt es immer auch die Gelegenheit zum Austausch. Aber im Grunde genommen an Kommunikation mangelt es uns ja nicht. Das glaube ich auch. Also ich denke, dass die aufeinander zukommen. Wichtiges Thema ist ja Thema Ausbildung. Der Nachwuchs muss geschaffen werden für den Caravantechniker. Das ist ein neuer Beruf. Und da setzen sich sogar im Premium-Bereich mehrere Hersteller zusammen, die gemeinschaftlich jetzt sogar Stellenanzeigen schalten, das Ganze machen. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, dass irgendjemand basteln kann an irgendwelchen Fahrzeugen. Die Fachhändler, die bekommen jetzt einen eigenen Beruf. Und das ist eigentlich vergleichbar eher so mit dem Klimaanlagenelektroniker, der alles können muss. Der muss aufs Dach klettern können, der muss die Elektronik können, der muss also unglaublich viele Gewerke, die zusammenkommen. Ich glaube, die Leute, die dann eine Ausbildung haben, die sind unersetzbar. Ihr sucht Nachwuchs, oder? Das heißt Ausbildungsberuf Caravantechniker. Ist das der richtige Bezeichnung, die ich jetzt Genau, das ist der Caravantechniker. Und das Interessante ist, in aller Bescheidenheit, das ging auch auf unsere Initiative überhaupt los. Wir haben gesagt, das ist ja quasi wie ein rollendes Haus. Das heißt, wir haben eben auch alle Gewerke. Ja, wir haben den Maurer, den Tischler, wir haben den Elektriker, wir haben den Sanitär, wir haben Photovoltaik, wir haben vielleicht auch eine Brennstoffzelle. Das heißt, der klassische Kfz-Mechaniker kann das gar nicht abdecken. Ne? Du hast vorhin von der CAN-Bus-Steuerung unserer Lichtanlagen gesprochen. Das ist ja von einem klassischen Elektriker gar nicht mehr abzudecken. Also von einem alleine, der muss sich da schon auskennen. Ne? Genau, und deswegen haben wir also diese neue Berufsbild des Caravaning-Technikers initiiert. Und das geht dieses Jahr richtig los. Die ersten fangen jetzt dann nach dem Sommer im August mit dieser Ausbildung an, dauert 3,5 Jahre. Und wir arbeiten da mit den großen Herstellern über unseren Verband zusammen, um dieses ganze Thema auch kommunikativ weiter nach vorne zu bringen und die jungen Leute dafür zu begeistern. Und der Verband startet da auf den üblichen Social-Media-Kanälen, und das macht er sehr, sehr geschickt, die direkte Ansprache an die jungen Leute, aber zum Beispiel auch an die Eltern der jungen Leute, weil natürlich haben die auch einen Einfluss darauf, was die Kinder dann letztendlich für einen Beruf ausüben. Und dass es der Branche gut geht, dass sie wächst, dass sie jedes Jahr mehr Fahrzeuge zulässt und verkauft, zeigt ja dann letztendlich, dass ich mich auch in einem krisensicheren und krisenfesten Umfeld befinde. Ja, wie ist das mit 6 Uhr, ganz kurz, ich mache gerade noch eine ganz kurze Anmoderation, dass die Leute wissen, heute ist der 20. Januar 2022, die Zeit ist vorbei, also die Tore werden jetzt geschlossen, noch 2 Tage haben wir, und damit die Leute ungefähr verorten können, wann wir das Ganze gefilmt haben, denn das hier ist in sich wirklich ein Kunstwerk, wie ihr das Ganze angeordnet habt, mit so viel Raum, Platz, Teppichen, hier ist alles, nichts dem Zufall überlassen. Also ich kann mir auch vorstellen, das hat länger gedauert wie eine Woche, das Ganze aufzubauen. Ihr wart lange dran, und das Ganze werden wir heute nicht mehr zu Ende führen können. Ich würde dich bitten, also wenn du vielleicht noch mal Zeit hättest, ich würde gerne die Zeit investieren darin, dieses Auftreten, das er in der Form, habe ich das noch nie gesehen. Ich war jetzt auf mehreren Messen drauf. Ihr habt einen Stand, eine Erlebniswelt hier gemacht bei Knaus Tabbert, die ist
unvergleichlich, finde ich, und das muss man festhalten. Also egal wer kommt, ihr müsst hierher kommen. Das hier ist besser als Europapark und ich sag mal das Phantasialand zusammen für Leute, die darauf stehen. Also großes Kompliment, das wollte ich nochmal sagen. Also hier am 20. Januar 2023, denn da haben alle Mitarbeiter von der ganzen Gruppe wirklich viel geleistet, oder? Du, ist klar, es ist immer eine Mannschaftsleistung. Die Kollegin, die die Messestände betreut, die Shirley Libby, macht einen Riesenjob und ihr Messeteam ebenfalls. Und, ich habe sowas noch nie gesehen, das ist groß. Und du hast gesagt, wollen wir noch mal weitermachen morgen? Wenn du mich so freundlich fragst, es macht einfach so wahnsinnig viel Spaß mit dir, selbstverständlich gern. Eine Sache müssen wir noch klären, also bevor, du kannst gleich was sagen, ich weiß, du hast 1000 Fragen, aber dieser Wohnwagen hier ist bei uns bei German Television ein absoluter Publikumsliebling. Wir haben ihn gezeigt, es ist was ganz Besonderes, ganz anders wie alle anderen, ganz anderer Aufbau, sehr stabil, ein Lastentier, in dem man auch wohnen kann, und das hat meine Zuschauer, unsere Zuschauer unglaublich fasziniert. Er hat eine riesen Heckklappe mit drin. Auch das ist eine Innovation gewesen. Das ist nicht nur eine Innovation gewesen, sondern das ist immer noch wahnsinnig innovativ, weil wenn du dir mal anschaust, dass wir hier völlige Abkehr vom klassischen Wohnwagenbau eingeläutet haben. Das ist ein sogenannter Fiberframe. Das heißt, das sind Schaumstoffkerne, die Kunststoff ummantelt sind und die Computer von Robotern positioniert, verklebt werden, diese einzelnen Rahmenelemente, und die dann einen in sich geschlossenen, stabilen, hochfesten Rahmen bilden und wir, um es salopp auszudrücken, nur noch die Löcher mit diesen Platten schließen müssen. Der Riesenvorteil von diesem Wagen ist, das Fahrzeug hat also in sich eine derartig hohe Stabilität, dass wir, deswegen ist es ein Tandemachser, 2 schwere Motorräder mit transportieren können und trotzdem ist alles drin. Wir haben eine Küche, wir haben ein Badezimmer, wir haben ein Fernsehzimmer, wir haben ein Hubbett im Heck, wir haben noch eine Couch, die umgebaut werden kann. Hier können also bis zu 4 Menschen schlafen. Es gibt eine Motorradhalterung, ich kann aber auf die Motorradhalterung auch verzichten und kann mit dem Quad hier reinfahren und das transportieren. So, schau mal rein, hier sind 2 Halterungen drin, Simone. Behalte die Frage von eben, ich lasse dich gleich zu Wort kommen, denn wir beide haben uns darauf geeinigt, dass Simone ganz viele Fragen stellen darf. Das Problem ist hier beim Rundgang oft so, wir sind ja noch lange nicht am Ende und ich denke, wir investieren heute noch diese 10 Minuten, dass wir am Ende sind, denn ich habe noch eine Frage, die habe ich mir ganz am Anfang am Donnerstag gestellt, als sie aufgebaut wurde. Was ist in Gottes Namen E-Power? Weil es wurde nicht beantwortet auf den Schildern, die draufsteht. Ihr habt unglaublich tolle Dinge hier entwickelt. Überall steht, wohl dem, der die wieder abmachen muss, ja, aber ihr habt Aufkleber drauf. Man kann wirklich selbst erklärend wissen, wo es ist, aber so ganz rausbekommen, was E-Power ist, das habe ich nicht. Was ist ein E-Power? Es ist ein guter Hinweis, dann müssen wir das auf jeden Fall uns nochmal anschauen. Es ist ganz, ganz einfach. Wir sind der Meinung, dass es im Wohnwagenbau ein Medium gibt, auf das wir verzichten können. Und wenn du jetzt mal nach rechts schwenkst, dann zeige ich dir, welches Medium das ist. Es ist der Gaskasten und die Gasinstallation. Also der Gaskasten ist ja an sich nicht schlecht, aber die Gasflasche ist wunderbar, aber die Frage ist, brauchen wir diese Gasflaschen, die ja beide jeweils 11 Kilo mal eben schnell wiegen, wo ich immer schwer heben muss, wo ich in Frankreich die deutsche Flasche nicht auffüllen kann, weil andere Anschlussadapter, wo ich in Spanien einen anderen Adapter brauche. Und wir sagen, es gibt eine Zielgruppe, die sagt, ich brauche das Gas gar nicht. Gaslos, oder? Gasfrei. Da darf ich dir sagen, was ich dachte, was es gewesen wäre. Ich dachte, es sind besonders leichte Fahrzeuge, die für E-Mobilität geeignet sind. Und das sind sie auch, weil wir natürlich durch das Ausbauen dieser gesamten Gasanlage und Gasflaschen Gewicht sparen. Und viel? In der Tat, du kannst davon ausgehen, dass wir roundabout 70 Kilo da gewinnen. Ja? Das ist eine Welt, 70 Kilo. 70 Kilo sind auf jeden Fall schon mal 2 Koffer. Und ja, die Fahrzeuge sind speziell für Elektrofahrzeuge sehr gut geeignet. Und ich sage dir auch warum. Weil nämlich Heizung, Klimaanlage und Kocher funktionieren elektrisch. Wir haben ein Induktionskochfeld. Und es gibt zum Beispiel den Kia EV6, ein Elektrofahrzeug, der hat eine bidirektionale Steckdose und ich kann mit der Fahrzeugbatterie
den Wohnwagen komplett autark versorgen. Und jetzt weißt du, warum es E-Power heißt. So, habe ich gefilmt übrigens. Ja, wir machen Kia und Hyundai. Beide Firmen bieten das an. Es gibt einen Ausgang. Tatsächlich ist es genauso, wie er sagt. Also jetzt weiß ich auch, was E-Power ist. Und jetzt sind wir nämlich schon an dem Stand und machen es kurz und knapp. Die Thema Wohnwagen. Du liebst Wohnwagen, hast gesagt, aber es fehlt noch am Führerschein. Und wir haben einen kleinen Aufruf gestartet. Rund um Aschaffenburg brauchen wir bitte einen Fahrschullehrer, der sagt, der möchte gerne Simone einen BE-Führerschein machen und sie wird das dokumentieren. Ja, wir werden das auch mal schaffen. Ja, da bin ich mal gespannt. Wenn du den gemacht hast, dann wirst du Wohnwagen fahren können. Das Thema Zuglast ist das große Thema. Sie hat jetzt noch nicht das passende Auto dafür. Habt ihr denn Wohnwagen, die besonders leicht sind? Absolut. Gerade zum Beispiel unsere Marke TEP, dieser Retro-Style, tropfenförmige Caravan, den gibt es ab 750 Kilo. Aber auch hier bei Knaus, der Sport in seiner kleinsten Ausführung ist ein Fahrzeug, das bei rum 850, 900 Kilo Leergewicht. Komm, das zeigen wir gerade noch. Hier vorne ist Sport, E-Power steht drauf. Simone, das wird dir wahrscheinlich wieder gefallen für die nächsten Freunde- und Mädelspartys, die da sind. Denn du kannst hier tatsächlich diese Stockbetten auch mit leichten Erwachsenen belegen. Das geht, dafür sind sie auch gebaut. Also du wiegst zum Beispiel 60 Kilo. Wenn du mal ganz kurz ausprobierst, so ein Stockbett, die Familiengrundrisse bei euch ein großes Thema. Absolut, gerade die jungen Familien schätzen natürlich da dann auch mehr Schlafräume. Und diese K-Grundrisse, immer wenn da ein K in der Grundrissbezeichnung ist es ein Fahrzeug mit Kinderbetten, mit Stockbetten. Und das geht ja so weit, dass wir sogar 3 übereinander in bestimmten Modellen auch anbieten können. Das heißt, da kann ich 3 Kinder mitnehmen und trotzdem haben die Eltern vorne noch ein Doppelbett. Ja. Vielen Dank, Simone, erstmal. Komm, wir schauen uns nochmal TAP an. Der TAP-Man, ist ja dieses Jahr noch da eigentlich? Der ist leider nicht da, der hat sich entschuldigt, aber der TAP ist trotzdem da und das ist ja im Grunde genommen schon ein Klassiker. Das Fahrzeug machen wir im Grunde genommen optisch nahezu unverändert seit 2001. Und es gibt ihn in 2 Grundrissen, 320 und 400. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Favorit ist der 320. Der ist so schön kuschelig und niedlich. Den möchte man eigentlich abends unter den Arm nehmen und mit nach Hause ins Wohnzimmer stellen, weil er so süß ist. Und hier sieht man ihn, der linke ist es, der 320. Super kompaktes Fahrzeug, sehr, sehr leicht, hat zulässig ungefähr, geht los, glaube ich, bei 800 Kilo. Sehr zeitlos auch, oder? Ja, und der ist in seiner Form, in seiner Tropfenform, ist es aus meiner Sicht so eine moderne Interpretation von Retro, aber zeitgemäß. Und wenn man mal reinschaut, der ist hell, der ist licht, der ist freundlich. Der hat so ein paar Stilelemente wie die Bullaugen hier in der Seite, ja, die ihn auch unverkennbar machen. Und er hat eine super praktische Rundsitzgruppe, die riesengroß ist, die ich zum Riesendoppelbett umbauen kann, die ich aber auch zum Einzelbett bauen kann und die andere Seite zum Sitzen lasse. Da hinten zum Beispiel ist noch wenn ich die Rückenlehne da hinten aufmache, habe ich noch mal ganz, ganz viel Stauraum. Obendrauf, gell? Obendrauf, genau. Und das ist zum Beispiel ein Fahrzeug, der einen extrem hohen Sympathiefaktor hat, finde ich. So, Simone, willst du jetzt wissen, wo der Stauraum ist? Warte, ich gehe mal kurz rein. Sag mal, darf die Simone den fahren mit dem B-Führerschein, den hier? Oder können wir gleich mal drauf gucken? Ja, was? 3,5 Tonnen. Du darfst 3,5, das ist kein Problem. Ja, also das ist also bis 750 Kilo darf sie jetzt ziehen? Ja, natürlich. Mit jedem Polo kann sie den ziehen. Also guckt auf die Anhängelast, Gesamtzuggewicht, das ist ja neu. Das kommt auch hier ganz klar, auch wenn ihr das dürft, übt vorher mal, denn man kann diese Fahrzeuge auch mieten, das ist das Schöne. Das heißt, ihr habt auch Wohnwagen in der Vermietung? Richtig, wir haben roundabout von den über 2000 Freizeitfahrzeugen, die wir zum Beispiel bei Rent und Travel anbieten, sind meines Wissens roundabout 300 Wohnwagen im Angebot. Das heißt aber, du brauchst natürlich ein Auto mit einer Anhängerkupplung. Ne? So, und bitte, wenn du dich mal kurz da reinsetzt, dann machen wir die Abmoderation. Ja, gerne. Das ist schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist ja jetzt die Messe, du kannst schon ein kleines Fazit ziehen. Die Messe Stuttgart unersetzlich? Absolut. Also was wir erleben ist, wir haben einen sehr, sehr guten Zuspruch bei den Besuchern. Für uns ist es ein ganz, ganz wichtiges erstes Signal, wie geht die Saison, wie entwickelt sich das alles. Wir haben hier sehr, sehr gute Besuche und die Kunden sind begeistert.
Wir haben ein sehr breites Angebot, das auch gut aufgenommen wird. Die Kunden zeigen sich da super interessiert. Interessanterweise, und das finde ich eben spannend, es ist die Mischung. Ja? Es ist der Single, der aktive Single, es ist die junge Familie, es ist das kinderlose Pärchen, es ist das Best-Ager-Pärchen, es sind die Rentner. Wir machen alle glücklich. Cool. Du hast das Wort. Ich habe dich Ach, so meine oft... Frage passt doch jetzt eh nicht mehr. Ja, doch, sag's bitte. Weil ich habe dich so oft abgewürgt, bitte. Zu den Azubis wollte ich noch mal wissen. Und zwar, den Ausbildungsberuf gibt es ja jetzt erst. Aber ich frage mich, wieso jetzt erst? Ich meine, solche Fahrzeuge gibt es seit 100 Jahren. Warum gibt es jetzt erst diesen Camperberuf? Weil es immer wieder verzwickter wird mit der ganzen Technik oder wieso? Also ist eine vielteilige Antwort im Grunde genommen. Bislang hat man eben, ich sag mal, das eine ist, du hast vielleicht einen Automechaniker, einen Autoelektriker, du hast vielleicht einen Schreiner gehabt, genau. du hast vielleicht, ne? Was man halt alles braucht für. Genau, ne? Du brauchst sozusagen alle Gewerke. Ja. Und natürlich kannst du dann, wenn du einen größeren Handelsbetrieb hast, kannst du sagen, alles klar, ich habe einen Mechatroniker, ich habe einen Elektriker und. Ja. Oder du sagst, alles klar, ich brauche aber das alles in einem und dann muss man anfangen. Und jetzt ist es so, nicht falsch verstehen, aber Deutschland, Gesetzgebung, einen neuen Ausbildungsberuf schaffen, unter uns, das sind dicke Bretter, die man da bohren muss. Ja? Da ist, also ich kann mich dann erinnern, dass wir im Grunde genommen mindestens vor 3-4 Jahren da angefangen haben, mit den Handwerkskammern, mit den Handelskammern, mit der Politik Gespräche zu führen. Ja. Um diesen Beruf neu zu kreieren. Ja. Und dann geht es natürlich weiter. Wir sind ja hier in Deutschland auch sehr, sehr reguliert in vielen Bereichen. Dann muss ja auch das alles ganz genau definiert werden. Was sind die Ausbildungsinhalte? Was soll vermittelt werden? Das soll ja was auch muss, gut sein. Ja, das sind dicke Bretter. Ja. Und ja, wie du richtig sagst, natürlich, vorhin haben wir über die CAN-Bus-Steuerung gesprochen. Das ist ja etwas, was ein normaler Elektriker jetzt nicht mehr so unbedingt abdeckt. Ja? Da wird's ja dann schon, da geht es ja schon in Richtung Computer und in Richtung speicherprogrammierbare Steuerung. Was auch auf Fehlersuche, muss man sagen. Da muss man auch Leute haben, die also nicht nur 0815 einen Tester dranhängen. Genau. Das ist nicht ein Auto, sondern das kann die Anhängerkupplung sein, die den Fehler auslöst. Das kann das Lichtsystem sein. Also die Leute müssen auch, ich sag mal, bereit sein, diesen versatilen Beruf auch auf sich zu nehmen. Das ist nicht nur irgendwelche Winterräder wechseln. Genau. Ich will den anderen Beruf jetzt nicht absprechen, aber da geht es ja um unglaublich viele Dinge. Und ich kann ja aus Erfahrung sagen, da sind die Bundesländer, haben ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Absolut, das ist eine weil Bildung ist bei uns Ländersache. Ne? Wir erleben das ja G8, G9 und so weiter. Ja. Und das sind dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Wir haben diese Bretter angefangen zu bohren. Jetzt stehen wir kurz davor, dass das durchgebohrt wird, ja, dass wir durchkommen mit dem Tunnel. Aber auch, wie du richtig gefragt oder gesagt hast, die Fahrzeuge werden natürlich in sich aufgrund ihrer Features, aufgrund der Technologie auch komplexer. Ja, und idealerweise hast du dann einen Menschen, der die komplexe Technik beherrscht und der sie auch gesamtheitlich erfasst und versteht und nicht jetzt wieder zur Kollegin rüberlaufen muss und sagen, hör mal, erzähl mir mal, wie funktioniert denn das? Ja? Also ganz, ganz wichtiges Thema, das wir sehr früh erkannt haben und wir freuen uns total darauf, dass das jetzt losgeht. Da gibt es Initiativen von unserem Verband, da gibt es Internetauftritte, Social-Media-Aktivitäten, Presseinformationen, wo also zum Ausbildungsberuf aufgerufen wird. Weil man muss ja auch sagen, wir sind ja auch in Konkurrenz. Ja? Es gibt ja viele Ausbildungsberufe und wir müssen es schaffen, die jungen Menschen dafür zu begeistern. Und da haben wir einen riesen Vorteil, wir sind in der Freizeitindustrie. Wir sind schon quasi im Urlaub. Ja? Ich beschäftige mich mit den Träumen meiner Kunden. Das ist ja eigentlich ein Traumjob. Ja? Ich bin schon im Urlaub, ich bin schon am Gardasee, ich bin schon in den Bergen, wo ich eben meinen Urlaub verbringen will. Und da dann Teil der Mannschaft zu sein und zu sagen, die einen tollen Urlaub kreiert. Ja, das habe ich gemacht. Und das funktioniert und die Kunden fahren weg und haben Spaß im Urlaub und kommen wieder und sagen, das hast du toll gemacht. Finde ich total befriedigend. Absolut. Ich finde auch ganz toll, mal großes Lob an dich. Du bist 23 Jahre alt. Es gab ein großes Casting. Aus einigen 100 Bewerberinnen habe ich dich gewählt. Dann sind wir ins kalte Wasser gesprungen. Was war der erste Dreh? Düsseldorf? Alpha, nicht Alpha.
Delta-Felgen haben wir gefilmt als allererstes. Abenteuer-Allrad haben wir gemacht, haben uns kennengelernt. Und sie wird immer fitter. Also ich meine, die Terminologie in dem Bereich ist ja unglaublich, was teilweise den Kunden auch abverlangt wird. Campervan, CUV, hast du nicht gesehen und alles. Und dass sich die jungen Leute damit beschäftigen. Und eins ist mir klar geworden. Oft ist so, es gibt da so Konzepte, die für junge Leute gedacht sind, in die Richtung gehen, wo du sagst... Halt schon, also da passe ich einfach auch ins Bild tatsächlich, ja. Manchmal schon, aber manchmal total daneben. Ja. Wo die Leute denken, das soll jetzt hier stylisch sein und so. Was mir aufgefallen ist, dass viele Dinge einfach, wenn man jetzt von außen drauf guckt und sagt, oh, jetzt ist hier so Holz drin und so, warum ist das nicht so top modern, wie das in den Möbelhäusern zum Beispiel geht? Das ist erprobt. Also es geht darum, ein sehr langlebiges Design zu haben. Das ist ein ganz anderer Markt, auf so kleinem Raum etwas zu kreieren und das dann auch funktioniert und auch allen gefällt. Das chinesische Sprichwort sagt, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja? Natürlich lässt sich über Geschmack immer streiten und auch wir haben Fahrzeuge, die, sagen wir mal, cleaner daherkommen, ja? die weniger Holzanmutung, sondern mehr Kunststoffoberflächenoptik anbieten. Nur auch da, wenn die Mehrzahl der Kunden genau diese Gestaltung bevorzugt, ja, dann mach's doch. Weil ich sage immer, mach dem Kunden das Leben einfach. Er hat es ja schon schwer genug. Guck mal hier, das Polestar ist das beste Beispiel. Die werden in 20 Jahren, werden die Leute sagen, wir machen mal Retro-Design aus den 20ern. Ja, ist ja so. Die 20er ist das erste Jahrzehnt, wo wir wieder nicht nur 10er haben, jetzt haben wir wieder die 20er. Das wird kommen. Aus den 20er Jahren von damals, da haben die Wohnwagen so gebaut. Und genau so muss man es machen. Und wir sagen, hey, die 60er, die waren ganz toll. Aber es ist doch immer eine Mischung aus allem. Ich bin, sag mal, letzte Frage und damit, wie bist du zu diesem Job bei Knaus Tabbert gekommen? Weil, bist du schon immer in der Campingbranche gewesen? Ich bin schon etwas länger in der Campingbranche, allerdings auf der anderen Seite. Ich war Journalist und habe über Reisemobile und Wohnwagen auch ein bisschen geschrieben für bekanntere Publikationen. Und ich empfinde es als großes Glück, in der Branche zu arbeiten, weil, ich wiederhole mich, ich bin schon im Urlaub. Schon. Und damit will ich es dann belassen. Das war ein schönes Abschlusswort. Simone, wir sind in einem Tab. In der Länge, das Modell heißt? 320, Tab 320. 320, komm, lass uns rausgehen, machen wir Abmoderation. Heute ist Freitag der 20. Und interessant war, der letzte Freitag war übrigens Freitag der 13. Ich habe es überlebt, wie da ist. So eine Messe ist natürlich auch richtig schön. Hier sieht man, dass jetzt hier richtig gearbeitet wird. Ich nehme an, die nächste Messe, die jetzt kommt, die große Messe, ist ja jetzt in Düsseldorf. Werdet ihr da ein paar Sachen mitnehmen, die hier so cool waren, hier auf dem Stand? Ich lass dich überraschen, wir werden in Düsseldorf natürlich auch wieder was Neues und eine noch weitere Innovation. Ich hab's schon befürchtet. Ja, und insofern Adel verpflichtet, hätte ich beinahe gesagt, Anspruch verpflichtet. Und insofern, ja, wir werden Bekanntes, Bewährtes mitbringen, aber immer auch was Neues. So, hier sind wir und das wird etwas sein, das werden wir in den nächsten 2 Tagen berichten. Wir werden einen Termin abmachen, dann werden wir die anderen Marken nehmen. Es gibt Knaus, es gibt Weinsberg, es gibt Tabb. Es gibt Tabbert und unsere Freunde von Morelo. Insofern haben wir 5 Produktmarken und 4 davon werden hier präsentiert. Die Kollegen von Morelo stehen in der Halle 2. Ja, vielen Dank für sein. Extra gewartet. Ja. Was hat er? Was ist das für eine Marke? Weil du hast gerade dann direkt drauf gefilmt und den Wagen da steht. Es sind so viele Leute involviert, denen man wirklich applaudieren muss, die an so einer Messe beteiligt sind. Und die muss man auch mal zu Wort kommen lassen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Danke dir, Simone. Wir haben ein bisschen überzogen. Heute haben wir früh angefangen, aber ich merke, du wirst langsam fitter, was das Messer angeht. Ja, ich nehme an, du hast jetzt Füße wie Backstein, oder? Ja. Dankeschön. Und da steht der Tabb Basic 320 für 19.295 €, geht los bei 13.870. Bis zum nächsten Mal. Abonniert German Television. Tschüss.